Wir wissen es, die Leute, die noch vor am Herz kommen, es gibt in Dubai ganz viele Bubbles, nicht wahr? Es gibt die deutsche Bubble, jede Nation hat so ihre Bubble und jeder kennt angeblich diese Stadt und weiß, wie diese Stadt tickt. Aber keiner spricht über die 8 Prinzipien von Dubai, die von keinem Geringeren als His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum verfasst wurden und quasi so die Grundgesetze dieser Stadt abbilden. Ja, also das, worauf die Werte, worauf diese Stadt aufgebaut wurde. Und ich wette mit euch, da sind Sachen dabei, die euch wirklich überraschen, weil hier geht es auch wirklich nicht um Sophies oder meine Meinung. Ja. Das ist die Meinung von dem Herrscher, von diesem Land und so funktioniert dieses Land. Insofern, wir werden absichtlich wirklich alles ganz genau vorlesen. Ja, wir haben es hier stehen. Wir haben es hier stehen. Und dann werden wir 1, 2 Sachen dazu sagen. Übrigens, wir sind hier in einer sehr schönen Location, gerade in Creek Harbor, falls ihr euch mal wundert, so ein bisschen Abwechslung. Ja, mal zeigen. Ja, ich zeig mal. Mach mal hoch. Guck mal hier hinten, da hinten ist die Lagune und so, hier wird überall gebaut. Ja. Wunderbar. Also fangen wir mit dem ersten Grundgesetz, Gesetz kann man nicht sagen, mit dem ersten Pfeiler, mit der ersten Säule an. Die Union ist die Grundlage. Dubai ist ein integraler Bestandteil der VAE und ein Pfeiler der Föderation. Das Schicksal des Emirats ist mit dem Schicksal der VAE verknüpft. Sein Wohlstand ist entscheidend für die VAE und seine Menschen sind immer bereit, sich für das Wohl des Landes zu opfern. Das Interesse der Union steht über lokalen Interessen. Die Gesetze der Union haben Vorrang vor unseren Gesetzen und Verordnungen. Die Politik der Union ist unsere Politik und die Prioritäten der Union sind die Prioritäten unserer Regierung. Ja, also ich würde mal sagen, so klassisch Gesetzestext formuliert. Ne? Aber ganz klar, weil das viele halt nicht wissen oder immer noch nicht wissen, Dubai ist halt ein Teil einer Vereinigung, in dem Fall die Vereinigten Arabischen Emirate. Und nur gemeinsam sind wir stark. Und jeder, der sich mal mit der Gründungsgeschichte von den VAE beschäftigt, der sollte das auf jeden Fall tun. Denn die Emiraten, die einzelnen Emiraten waren halt wirklich einzeln. Es waren Herrscherfamilien. Damals wurde sogar schon verhandelt, ob beispielsweise Bahrain oder Katar Teil dessen sein möchte. Und das hier nochmal so als Grundlage, nur gemeinsam sind wir stark. Und das übergeordnete Ziel ist am Ende entscheidend. Zweitens, niemand steht über dem Gesetz. Gerechtigkeit ist die Grundlage einer starken und stolzen Nation und garantiert Wohlstand und Stabilität. Niemand steht über dem Gesetz in Dubai, angefangen bei der herrschenden Familie. Das Gesetz unterscheidet nicht zwischen Bürgern und Einwohnern, Reichen und Armen, Männern und Frauen, Muslime und Nichtmuslimen. Verzögerte Gerechtigkeit ist verweigerte Gerechtigkeit. Zitat: Ungerechtigkeit irgendwo ist eine Bedrohung für die Gerechtigkeit überall. Ich lehne jede Form von Ungerechtigkeit ab und die herrschende Familie wird jede Ungerechtigkeit ebenfalls ablehnen, solange sie das Emirat regiert. Und das ist für mich so einer der wirklich der unglaublichsten Säulen, oder wie hast du es genannt? Pfeiler. Ja. Weil nochmal, das hat der Herrscher himself geschrieben. Und er sagt ganz klar, wir sind alle gleich. Und ich kann das bestätigen. Es gibt sehr viele Vorurteile, muss ich sagen, oder sehr viele Fehlinformationen, dass angeblich Locals irgendwie anders gestellt sind. Ich kann das wirklich verneinen. Meine selbst Familienmitglieder aus meiner Familie, die für die Regierung beispielsweise arbeiten, die verhalten sich die halten sich noch krasser an die Gesetze als Leute, die irgendwie frisch hierher sind, weil sie sich als Role Model sehen. Und das ist ganz wichtig. Die herrschende Familie, egal in Dubai oder sonst wo, sehen sich immer als Role Models. Und ich glaube, also das spricht wirklich für sich. Ich finde, dieser Punkt ist halt so krass, weil von all den Punkten, wir gehen jetzt noch natürlich in viele weitere ein, aber dieser Punkt ist ein Punkt, den man im alltäglichen Leben sieht. Also das ist, verstehst du so, das ist so, du bist hier draußen und deswegen sage ich ja nicht ohne Grund, es ist so sicher hier. Nicht ohne Grund, ne? Wir gehen wieder auf Frauensicherheit und so weiter, aber
Ja. Und hier ist immer das beste Beispiel, hier zum Beispiel in Creek. Ne? Wir haben hier einen Pool, wir haben die Lagune, wo Frauen im Bikini rumsitzen. Und beim Gebetsruf hörst du den Gebetsruf hier. Ja? Also alle sind gleich. Und wie gesagt, der Punkt ist wirklich für mich ist der Wahnsinn. Punkt Nummer 3. Wir sind eine Geschäftshauptstadt. Die Regierung von Dubai zielt darauf ab, das Leben ihrer Bürger durch die Stärkung der Wirtschaft zu verbessern. Dubai investiert nicht in Politik und verlässt sich auch nicht darauf, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten. Wir strecken jedem, der gute Absichten gegenüber Dubai und den VAE hat, die Hand zur Freundschaft aus. Dubai ist ein politisch neutraler, wirtschaftsfreundlicher, globaler Knotenpunkt, der sich auf die Schaffung wirtschaftlicher Chancen konzentriert. Und wenn das nicht der Grund sein sollte, warum man seine Firma in Dubai gründet, dann weiß ich auch nicht. Und am besten mit uns. Wirklich. Ja. Und mal reingucken. Also ich finde, das ist auch einer meiner Lieblingspunkte, weil das geht ganz klar nach diesem Motto, was wir so oft sagen. Es ist jeder herzlich willkommen, solange du aktiv zu diesem Land beiträgst, zu der Stadt beiträgst, solange du Freundschaft deine Intentionen klar sind. Und hier ist einfach jeder, in dieser Geschäftsmetropole ist jeder willkommen. Und, also für mich als Unternehmer, der ja Deutschland auch irgendwann mal verlassen hat, ist das einer der wesentlichen Bestandpunkte. Die VAE sagt ganz klar, wir sind neutral. Ja? Wir sind zu jedem gut und jeder Unternehmer ist ja so, ich sag mal, die Motivation eines jeden Unternehmers ist ja letztendlich auch die Zukunftsvision des jeweiligen Landes. So, und das ist ja genau das, was wir in Deutschland gerade sehen. Man will sich überall einmischen, man sorgt dafür, dass große Unternehmen das Land verlassen und das ist das Resultat. Und Dubai sagt ganz klar, oder die VAE, wir sind neutral und die Grundlage ist Sicherheit und dass wir zu jedem gut sind. Punkt Nummer 4. 3 Faktoren treiben das Wachstum. Das Wachstum Dubais wird von 3 Faktoren angetrieben. Einer glaubwürdigen, widerstandsfähigen und exzellenten Regierung, einem aktiven, fairen und offenen privaten Sektor und öffentlichen sowie staatseigenen Vorzeigeunternehmen, die global konkurrieren, Einkommen für die Regierung generieren, Arbeitsplätze für seine Bürger schaffen und Vermögenswerte für zukünftige Generationen aufbauen. Und hier möchte ich auch gleich mal mit dem ersten Vorurteil aufräumen. Gerade Dubai hat so gut wie gar kein Öl mehr. Ja? Also das ganze Wachstum, Wirtschaftswachstum oder das Bruttoinlandsprodukt es beträgt irgendwie 0,1% ist Öl. Ja? Öl spielt hier gar keine Rolle mehr. So. Abu Dhabi hat noch mehr Öl und Gas als Dubai, aber das ist der treibende Motor Dubais. Ein Punkt vielleicht noch dazu, und das ist auch das, was du in Dubai merkst. Als ich als Unternehmer hierher gekommen bin, hatte ich das Gefühl, der Staat arbeitet für mich und das merkst du. Ja, egal, ob du dein Visum beantragst, deine License, du hast einfach das Gefühl, der Staat supportet dich und das ist natürlich der treibende Motor dann auch für dich als Unternehmer. Punkt Nummer 5. Unsere Gesellschaft hat eine einzigartige Persönlichkeit. Unsere Gesellschaft ist respektvoll und kohärent, geprägt von Toleranz und Offenheit. Sie distanziert sich von jeder Form von Diskriminierung und Voreingenommenheit. Es ist eine disziplinierte Gesellschaft, die sich an ihre Versprechen, Fristen und Vereinbarungen hält. Wir sind bescheiden in unseren Erfolgen, ausdauernd im Umgang mit Herausforderungen, wohltätig und großzügig im Streben nach dem Gemeinwohl und offen für jeden. Gänsehaut. Ich finde es so schön, wirklich, weil das ist wieder so ein Punkt, den du im alltäglichen Leben merkst. Ja. Egal, wo du herkommst. Und wir haben da schon so viele Videos drüber gemacht. Also wenn euch das interessiert, Kulturoffenheit, Religionsoffenheit, all diese Sachen, schaut wirklich einfach mal durch unseren Kanal. Ihr findet wirklich alles. Und alle, die jetzt sagen, Menschenrechte, bla bla bla, völliger Schwachsinn. Es gibt unglaublich schwere Strafen, wenn ich jetzt hier anfangen würde, beispielsweise irgendwelche Leute anzuschreien. Ja? Egal wen. Und nur so funktioniert das. Wir haben hier wirklich teilweise Nationen, die im Krieg stehen miteinander. Und hier funktioniert es einfach. Ja. Punkt Nummer 6. Wir glauben an wirtschaftliche Diversifikation. Die wirtschaftliche Diversifikation ist seit
1833 das Fundament unserer ungeschriebenen Verfassung in Dubai. Die sich wandelnden Zeiten und die rasanten Entwicklungen machen unser Engagement für dieses Prinzip dauerhaft. Unser neues Ziel ist es, alle 3 Jahre mindestens einen neuen Wirtschaftssektor zu schaffen, der produktiv ist, zu unserem Bruttoinlandsprodukt beiträgt und Arbeitsplätze schafft. Ambitionierte Ziele, und das ist das, was du hier merkst, diese Stadt steht niemals still. Du hast immer das Gefühl, es geht gerade erst los. Und ich glaube, das spricht eigentlich für sich. Punkt Nummer 7. Ein Land für Talente. Dubai hat sich immer auf talentierte Handwerker, Verwalter, Ingenieure, Kreative und Visionäre verlassen, um erfolgreich zu sein. Die Bedeutung, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Emirats hängen davon ab, weiterhin talentierte und qualifizierte Menschen anzuziehen und die klügsten Köpfe zu fördern, um innovative Ideen zu entwickeln. Wir müssen unsere Richtlinien und Verfahren ständig überprüfen und erneuern, um sicherzustellen, dass Dubai attraktiv für talentierte Menschen bleibt. Wir müssen die beste Umgebung in Dubai für die führenden Köpfe der Welt schaffen. Ja. Deswegen bin ich hier, Richtig. weil ich auch so ein kreativer Kopf bin. Aber das ist, und jetzt nochmal, um die Brücke zu Deutschland zu schaffen, ne? Die klugen Köpfe, Führungskräfte, leistungsorientierte Personen verlassen das Land, verlassen Deutschland, genau deswegen. Weil die gesamte Umgebung, die Infrastruktur, das ganze Mindset ist einfach nur noch abschreckend. Und hier hast du genau das Gegenteil. Und deswegen ist es aber wiederum so wichtig, weil der Konkurrenzkampf und natürlich auch der Wettbewerb sehr, sehr hoch ist. Und ich sag mal, wenn man so blauäugig herkommt, so mit der Geschwindigkeit in Deutschland, wirst du hier untergehen. Und deswegen unterstützen wir so gut, wie es geht. Ja, und ich wollte eigentlich nur noch mal darauf eingehen, aus Nicht-Unternehmersicht, sondern als ganz Normalo, dieses Fördern der Kreativität. Und das sieht man im Alltag einfach so sehr, weil es so viele verschiedene Angebote gibt. Und ich merke das ganz, ganz krass, wenn ich wieder in Deutschland bin, dass man viele Dinge einfach in Deutschland gar nicht hat. Also ob das nun Hobbys sind oder Kreativangebote, Dinge, die noch total neu in der Welt sind sofort in Dubai. Also als ob wirklich in der Regierung so ein Marketing-Typ sitzt, der nur den ganzen Tag Trends recherchiert. Ja. Das wirst du alles in Dubai finden. Und das fördert diese Kreativität, es fördert dein Mindset, deine Mental Health. Also das ist ein ganz, ganz großer Punkt. 8. und letztens, wir kümmern uns um zukünftige Generationen. Das Schicksal unserer zukünftigen Generationen darf nicht durch die Schwankungen der regionalen Politik und der globalen Wirtschaftszyklen beeinträchtigt werden. Wir investieren und schaffen wertvolle Vermögenswerte für sie. Unser Grundsatz in dieser Hinsicht ist, dass die Regierung unter allen Umständen wirtschaftliche Vermögenswerte besitzen sollte, die mindestens den 20-fachen Wert ihres jährlichen Budgets haben. Wir arbeiten darauf hin, eine sichere Zukunft zu gewährleisten und konzentrieren uns heute darauf, den Wohlstand zukünftiger Generationen sicherzustellen. Und das wirklich gerichtet an alle Leute, die sagen, Dubai ist einfach nur eine Blase, die irgendwann platzt. Nein, sowohl wenn du dir den Immobilienmarkt anschaust, als auch wirklich die Investitionen, die dieses Land hier tätigen. Es ist immer nachhaltig gedacht und wie auch hier schon geschrieben. Und deswegen ist die Inflationsrate hier auch, ich sag mal, stabil, weil der Staat immer noch unglaublich viele Reserven hat und sich einfach nicht unglaublich hoch verschuldet, wie beispielsweise in den europäischen Ländern. Und das ist, glaube ich, auch für Leute, die planen, in Zukunft hier auszuwandern, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hier werden keine Luftschlösser gebaut, sondern wirklich nachhaltig und auch intelligent. Ja. Und das waren zwar die 8 Punkte, aber es gibt hier einen total schönen Schlusssatz, der auch noch dazu gehört. Und ich finde, den sollten wir auch noch mit reinnehmen, weil der einfach wirklich das Ganze nochmal so abrundet. Dies sind die 8 Regierungsprinzipien von Dubai, die wir uns selbst und denen, die uns nachfolgen, empfehlen. Wir rufen zukünftige Generationen dazu auf, diese Prinzipien zu bewahren und an ihre Nachfolger weiterzugeben. Ich glaube, wir müssen gar nicht. Nein. Wir lassen das jetzt hier so stehen. Aber ich glaube, ihr wisst jetzt, warum es so wichtig war, warum wir dieses Video hier drehen wollten. Weil wir wissen alle, wie es ist, wenn man neu ist im Land, man weiß nicht, okay, wo geht die Richtung, also was ist die Richtung,
ich brauche einen Kompass, man braucht einen Kompass. Und ich glaube, wer diese 8 Prinzipien hier verinnerlicht, der macht hier nichts falsch in diesem Land, im Gegenteil. Und genau, wir lassen es jetzt mal so stehen, oder? Ja. Kommentiert gerne mal, ob ihr davon mal gehört habt, was ihr davon haltet, was ihr denkt. Lasst gerne eure Meinung